Es ist schon warm. Die Nervosität ist leider geblieben bis zum Schluss. Ganz was Besonderes. Super Moment für Bayern, für die Fans. Adrenalin, eine Emotion. Also ich bin jetzt seit 1986 Supporter FC Bayern, damals im Olympiastadion. Und es ist für mich ein faszinierendes Bauwerk, zumal das Stadion bei jedem Spiel immer ausverkauft ist. Und ja, es ist einfach ein wunderbares Erlebnis, hier arbeiten zu dürfen. Komm, Berger! Durch? So, immer gut. Wir kommen aus Dänemark. Wir freuen uns, in diesem Allianz Arena hier die erste Fußballmatch zu sehen. Ich bin hier neu. Ich bin zum ersten Mal hier in der Allianz Arena und ich freue mich sehr. Wunderbares Stadion, haben wir so viel davon gehört. Der schönste Moment ist natürlich, wenn man reinkommt und man sieht auf einmal die grüne Fläche vor sich und man kann den Rasen spüren oder riechen. So, und jetzt heißt es nur noch auf Zahlen drücken und los geht's. Das ist unsere Bestellung und die wird jetzt dann irgendwann geliefert. Jetzt gehen wir mal in den Rollwagen-Shop. Ketchup sauber und einer macht Violinen sauber. Wenn man von den Katakomben unten nach oben geht und man sieht durch das Loch schon die ganzen Zuschauer draußen und das ist schon ein toller Moment und die Mannschaft auf Feld führen zu dürfen, natürlich eine große Ehre auch und wenn man da rausgeht, man darf seine Leidenschaft vor so vielen Zuschauern einfach ausleben. Wie schön es ist, in so einem Fußballstadion beim FC Bayern zu sein, wenn ein wichtiges Spiel ansteht. Dann war es, denke ich, ja, an Adrenalin, an Emotionen. Ja, natürlich, ich habe 12 Jahre gespielt bei Bayern in der Allianz Arena. War immer schön. Das Stadion für mich war ein der besten in der Welt und auch die Fans auch. Alle Sachen, wie man in die Kabine läuft, wie man wieder runtergeht und dann wieder hoch. Die Stimmung war top im Stadion. Jedes Spiel in der Allianz Arena ist ein großer Moment für mich gewesen, weil es einfach ja, mein Zuhause war. Dann das erste offizielle Pflichtspiel gegen Gladbach. Ich habe leider nicht das allererste offizielle Tor, das zweite und dritte. Nein, und dann für die meisten wird natürlich das Champions League Tor sein. Die Champions League-Spiele waren immer was ganz Besonderes. Gegen Juve. Ich bin in der Verlängerung getrennt. Dieses Tor von Thiago hatte die Stadion, die Fans, alle waren nach unten. War so laut, war ein schöner Moment, das vergesse ich nicht. Natürlich, wir haben gespielt gegen Barcelona, Semifinal zu Hause. Wir haben gewonnen 4-0. Super Moment auch für uns, auch für Bayern, für die Fans. Ich kann mich noch natürlich sehr gut erinnern an mein erstes Spiel natürlich. Das war für mich ganz was Besonderes. Ich habe nur einmal trainieren können mit meinen neuen Teamkollegen damals und in der Halbzeit reingekommen und dann natürlich Frankie noch reingekommen und dann zweimal Vorlage von Frank, 2 Tore von mir. Ja, wenn du so reinkommst bei einem neuen Verein, das war natürlich ein Traum. Es ist eine echte Herzensangelegenheit. Und ich habe selber als Fan noch auf ganz vielen verschiedenen Plätzen und Kategorien gesessen, dass der FC Bayern heute so steht und dasteht, wie er dasteht. Das hat ganz viel mit dieser Arena zu tun.
Jetzt weiß ich was, ich habe schon dann da an der Box rumgemacht. Ja. Oder in Blei dann Haus habe. Und dann. Na, an den Kabel liegst du mal Messer. Ob man die eben hochstellt. Das jetzt zum Beispiel, ja, das kann aber auch sein, dass das vom Signal her, irgendwie vom Übertragungswagen. Das kann natürlich auch ab und zu mal sein. Es gibt Spiele, da dümpelt so ein bisschen vor sich hin, aber es gibt dann Spiele, da muss man sich fast klonen lassen, dass man im Endeffekt alles gemanagt kriegt, bevor im Endeffekt die Gäste reinkommen, weil da muss es stehen. Dann kann man im Endeffekt nicht mehr viel machen. Zeitweise kann ich schnell anschauen. Dann schauen wir uns die Spiele, man darf es gar nicht laut sagen, im Büro am Fernseher an, weil es einfach so viel zwischenzeitlich mal war, was noch kommen kann. Also sportlich sind wir hier drin schon. Nicht nur die am Platz. Ich bin noch nach wie vor der Meinung, dass es der beste Platz ist im Stadion. Aber jetzt gucken wir mal, jetzt brauchen wir erst einmal ein Tor. Sag ehrlich, Pauli bekommt ein. Jetzt wird spannend. Wir hören schon den Torjubel. Harry Kane schießt das 1-0, super. Bitte! Oh, weia. Nein! Du? Jetzt? Wenn nicht, musst du die Fußballschuhe anziehen, musst mitspielen. Ja? Ich gehe mit den Schuhen. Du gehst mit den Schuhen? Ja. So, gleich Halbzeitpause. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange wir noch haben. Ja, wenn die Rush-Hour ist, muss man natürlich selber mitarbeiten. Immer wo Not am Mann ist. Ja, das Spannende an dem Betrieb der Allianz Arena ist ja, dass wir ein stetiges Auf und Ab haben. Wichtig ist, dass wir alle wesentlichen Tätigkeiten mittlerweile im Haus selbst haben. Dadurch erreichst du auch eine sehr hohe Identifikation mit dieser Allianz Arena. Und was mich besonders freut, wir haben auch eine sehr hohe Kontinuität und damit natürlich ein großes Know-how, was man sich über die vielen Jahre hier im Haus aufgebaut hat. Ganz besondere und wichtige Weiterentwicklungen waren sicherlich diese Veränderungen in der Kurve, waren sicherlich so Kleinigkeiten, die für die Fans sind. Wir haben in 2019 das Gästeparkhaus gebaut und dann insbesondere den eigenen Gästezugang. Das hat auch die Sicherheit dramatisch erhöht. Wir haben in die Nachhaltigkeit investiert, Solardächer gebaut, CO2-Abdruck verringert, weil wir da jetzt die Vordächer haben, müssen nicht mehr im Regen stehen, die Toilettenanlagen erweitert, Fahrradstellplätze gebaut und so könnte ich immer weiter erzählen. Ein bisschen was kriegen wir dann doch noch mit. Aber mein Tipp schaut ganz gut aus. Ja. Eins müssen wir noch schießen. Ja! Gib mir 5!
Spiel haben wir immer so ein bisschen die gesellschaftlichen Dinge. Wir essen mit unserem Gastverein, den wir einladen. Aber in dem Moment, wo ich rausgehe, wo es dann losgeht, dann bin ich Fan und dann will ich unsere Mannschaft gewinnen sehen. Und insofern war ich ein bisschen nervös und so habe ich das Spiel dann auch erlebt. Und die Nervosität ist leider geblieben bis zum Schluss. So, jetzt schönes 3-1. Werfen Spinnerklappe. Ja! Oh, Gott sei Dank! Boah! Ja, du hast richtig getippt. Untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. Zeigt dir mal nochmal das Kühlhaus. Am Anfang war es ziemlich voll, jetzt ist fast leer. Wir haben heute einen guten Verkauf gehabt von 25 Fässer Bier. Es wird jetzt nochmal sauber gereinigt und wir haben einen guten Abverkauf gehabt heute. Es ist nicht jeder Tag immer absehbar. Also wir wissen natürlich nicht, ob wir jetzt immer beim 15:30 Spiel schon um 17 Uhr fertig sind mit allem. Ja. Aber heute ist ein guter Tag, wir sind wirklich frühzeitig fertig, das freut mich. Die Jungs haben keine Überstunden gemacht und ja, das ist das Ziel, das wir verfolgen. Es gab eine Einigung mit der Stadt München, dass der Olympiapark weiter Konzerte macht und wir spielen Fußball nach Auszug 2005. Und jetzt ist die Situation entstanden, dass der Olympiapark auf uns zugekommen ist, dass wir in der Zeit, wo das Olympiastadion umgebaut wird, hier Konzerte stattfinden lassen können. American Football war auch für uns ein großes Erlebnis. Zum einen, weil die NFL hochprofessionell ist. Das sage ich nicht, das UEFA und andere nicht, aber das war schon so ein amerikanischer Profiverband, wenn hier einfliegt, da passiert schon was. Hello FC Bayern fans, we are here in the Allianz Arena for the first ever NFL game in Germany. Wir haben das Stadion komplett auf den Kopf stellen müssen, also gerade zum Beispiel was unseren Rasen angeht. Und die Stimmung in der Stadt und die Euphorie in dem Stadion war auch für so einen eingefleischten Fußballfan wie mich schon außerordentlich. Und wir haben ja dann auch unseren Ritterschlag bekommen. Wenn dann erfahrene NFL-Spieler sagen, dass sie das nochmal in ihrer Karriere erleben dürfen, darüber freuen sie sich besonders. Ja, wenn ich was träumen dürfte, dann würde ich davon träumen, dass wir auch mit den Frauen irgendwann in der Allianz Arena ein ausverkauftes Haus haben und dann die gleiche Stimmung wie bei den Männern auch bei den Frauen entsteht. Ein großes Highlight für uns war auch das Spiel gegen Barcelona in der Champions League zu Hause, wo wir gewinnen konnten. Das war natürlich auch vor der größten Kulisse, wo wir hier in der Allianz Arena gespielt haben, was sehr, sehr Besonderes. Ich glaube, für uns ist es ja das Größte, in der Allianz Arena spielen zu können. Und wir freuen uns auf das nächste Spiel hier. Es wird ja das Eröffnungsspiel dann in der nächsten Bundesliga-Saison sein. Und da fiebern wir schon drauf zu. Ich finde, wenn ich jetzt an das Pokalfinale jetzt wieder in Köln denke, dass die Qualität des Fußballs sich extrem verbessert hat. Und wenn du daran denkst, dass in England, in Spanien 40, 50, wenn Real gegen Barcelona spielt, 80.000 Zuschauer eben beim Frauenfußball sind. Und deswegen hoffe ich, dass es gelingt, dass das Zuschauerinteresse auf eine breitere Basis gestellt werden kann.
Wenn ich die Arena sehe, ich sehe sie immer noch jeden Tag gerne. Sowas gibt es nicht nochmal auf der Welt. Und man geht mit einem guten Gefühl raus. Die Allianz Arena ist für mich das Leben. Weil wenn man 20 Jahre hier arbeitet und immer noch jedes Mal mit hoher Emotion reingeht und mit hohem Adrenalin arbeitet, wünsche ich mir, dass ich bis zum letzten Tag meines Lebens hier arbeiten darf. Das Gefäß, das ich erwähnte vorhin, ist hier unglaublich stark spürbar durch diese Form und eben auch diese Idee, dass die Menschen eigentlich den Raum bilden. Es ist schon wow. Ich kenne viele Münchnerinnen und Münchner, die, wenn sie aus dem Norden kommen und am Abend an diesem Stadion vorbeifahren und das ist halt rot erleuchtet, dann wächst in denen ein Kribbeln. Und das zeigt, wie sehr sich München mit dieser Arena auch identifizieren kann. Und deswegen glaube ich, es ist ein echtes Wahrzeichen und wertvoll. Dieses Stadion hat eigentlich nur darauf gewartet, dass Bayern München jetzt drin spielt. 75.000 Zuschauer. Franz Beckenbauer wollte eigentlich von Anfang an 100.000 haben. Im Nachhinein hätte man es vielleicht sogar geschafft, selbst 100.000 hier regelmäßig auszuverkaufen.